Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen Video. Ich hoffe, euch geht's gut an diesem wunderschönen Tag. Ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Aktiviert die Glocke für mehr. Check gerne die neuesten Videos ab. Dankeschön. Ja, heute geht's um Cars Vertragslänge und weitere Infos über Cars und den Deal vom 1. FC Magdeburg. Den Kicker hat da ein bisschen was gemacht. Und ein bisschen den Vertrag geleakt, muss man dazu auch mal sagen. Ja, der Kicker berichtet ausführlich über Martin Kars und seinen Weg zum 1. FC Magdeburg, wer ihn früh förderte und wie lange er beim FCM unter Vertrag steht. Darum reden wir heute. Ist, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Thema, zumindest meiner Meinung nach. Auch gerne wieder Feedback in den Kommentaren, wie ihr das findet. Ja, es geht um Kars, seine Vertragslänge und über ganz andere geile Infos, die vor allem von Ottmar Schock kommen. Das Fachmagazin Kicker widmete Martin Kars vom 1. FC Magdeburg nach dessen starken Leistungen eine Doppelseite in seiner Ausgabe vom 27. Januar. Im interessanten Porträt des FCM-Stürmers wird auch dessen Vertragslaufzeit enthüllt, die wir ja auch wahrscheinlich schon länger kennen, aber die jetzt nun offiziell bestätigt ist, was für uns auch ganz wichtig ist. Seit Jahren gibt der Club die Vertragslaufzeit nicht mehr bekannt. Fragen danach werden nicht inhaltlich beantwortet, dennoch sickern immer wieder mal Laufzeiten durch, wie zuletzt bei Alexander Ormström, der bis 2029 Vertrag hat, was extremst lange ist. Ja, der Kicker schreibt nun, dass Cars noch bis 2027 unter Vertrag steht. Offiziell bestätigt ist es aber nicht. Interessant ist die Zahl mit Blick auf die rasante Entwicklung des Sturmes aber durchaus. Denn solange der Stürmer gebunden ist, kann der erste FC Magdeburg mit einem Transfer viel Geld verdienen. Wohl deutlich mehr, als er im Sommer für ihn bezahlte. Ja, Kars hat mittlerweile einen ordentlichen Marktwertsprung gemacht. Er kam meines Wissens stand mit einem Marktwert von 600.000 zu uns, ist direkt auf 800.000 gestiegen und dann auf 900.000. Dann hat er auf einmal direkt 1,2 Millionen und ich denke mal, er wird bis zum Saisonende vor allem nach dem 5 Scoren gegen Elversberg nochmal ordentlich zulegen und Richtung 2 Millionen gehen. Das ist persönlich meine Einschätzung. Ich sehe das als realistisch. Und sollte der FCM aufsteigen, wird er, denke ich mal, sogar Richtung 3 Millionen gehen. Das ist gut für ihn. Das ist gut für den FCM. Da kann man gut Asche machen, auf jeden Fall. Und das ist ja aktuell das so pure Geschäft im deutschen Fußball, vor allem auch in der zweiten Bundesliga, dass man viel Geld machen will mit jungen Spielern und auch mit Spielern, die man holt für wenig Geld und dann fällt verscherbelt. Ja, das ist halt typisch, aber natürlich sieht man auch die Zukunft klar von Kars in Magdeburg. Das ist so verständlich, wenn er so krass auflegt. Auch wenn ich persönlich Leute kenne, die sehr viel gegen Kars schießen. Ich persönlich mag ihn als Stürmertyp unglaublich. Ich finde ihn sehr, sehr krass vom Spiel her. Ich konnte mich bis jetzt noch nie richtig beschweren. Ottmar Schork wiederholte im Bericht, dass man Spielern, die den FCM sportlich überholt haben, bei passenden Angeboten keine Steine in den Weg legen werde. Zugleich machte der Sportchef aber auch deutlich, wir sehen Martin in der Zukunft definitiv bei uns und Martin will eine erste Bundesliga, das heißt, eventuell für der FCM das auch. Nicht ohne Stolz berichtet Schork, wie er den Kampf um den begehrten Einreifer im Sommer gewann und sich den Transfer 800.000 Euro kosten ließ. Es war schwierig für uns, sich gegen die Mitkonkurrenten durchzusetzen, erinnert sich Schork zurück an den Sommer 2024. Wir sind an unsere Grenzen gegangen, um diesen Transfer möglich zu machen. Der Gegner zeichnete in seinem Porträt den Werdegang des Angreifers von Ajax Talent bis zum FCM-Profi mit vielen Anekdoten nach. Ja, erstmal finde ich das geil, dass Kicker das gemacht hat. Muss ich auch ganz ehrlich mal sagen. Ist ja was anderes. Auch mal was über den FCM. Schön. Und Kars hat sich das meiner Meinung nach sehr verdient. Ist meiner Meinung nach der beste Stürmer, den ich in Magdeburg jemals erlebt habe. Und ja, ich finde ihn auch deutlich besser als den Christian Beck. Von der Qualität zu 100%. Ich glaube, das sollte niemand abstreiten können.
Zumindest denke ich das, weil klar, allein schon von der Statistik und vom Spielen her der beste Stürmer ist, den wir jemals hatten. Und deswegen glaube ich, das ist realistisch, wenn ich das auch so sage, offen. Ohne dann viel Kritik zu äußern. Ich weiß, ich finde, Beckus ist eine krasse Legende. Der hat den FCM besonders gemacht und ist auch ein besonderer Spieler für mich. Ich habe ihn auch mehrmals persönlich getroffen. Ich liebe den Mann vom Herzen, aber spielerisch ist halt Carsten ein ganz anderes Level, meiner Meinung nach, was er dann auch gezeigt hat. Jetzt die Saison. Und trotzdem freue ich mich, wenn Beckus dann vielleicht irgendwann mal einen Trainer bei Magdeburg macht. Das wäre echt geil. Also die Vorstellung wäre geil. Ich glaube, das wird leider nicht dazu kommen. Aber träumen darf man ja immer. Das ist mein Traumtransfer für die nächsten 10 Jahre nach der Tietz-Ära. Ja. Und dann haben wir zum Beispiel Kees van Wonderen. Der ist Trainer des Konkurrenten Schalke 04. Der war einst Kars Förderer in der niederländischen U18-Nationalmannschaft und schwärmt noch heute vom Charakter des Spielers. Der Stürmer sei sehr zielstrebig, aber nicht überheblich. Was sehr wichtige Eigenschaften zudem sind, auch für sein eigenes Leben. Kann man sich gern dran fassen, muss man ganz ehrlich auch mal sagen. Gewesen, sagte Van Wonderen. Christian Thies, aktueller Coach von Cars in Magdeburg, würdigt ihn als Teamplayer mit einer enormen Sozialkompetenz. Auch sehr, sehr wichtige Eigenschaften. Vor allem Sozialkompetenz ist sehr, sehr wichtig heutzutage. Haben auch nicht mehr so viele, muss man auch mal sagen. Ich weiß gar nicht, ich denke mal, ihr habt das nicht gesehen. Ich glaube, in Brasilien, wo da komplett sich Spieler und Trainer gekloppt haben, das finde ich immer noch bis heute krass. Ja, die Sozialkompetenz wird immer schlechter, leider. Was ich sehr, sehr schade finde. Auch Mike Franz, ehemaliger Funktionär beim FCM, kommt zu Wort und lobt. Der erste FC Magdeburg hat in dieser Saison nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Einer der Gründe dafür ist Martin Kars. Und da stimme ich 100% zu. Denn ohne seine Tore wären wir definitiv viel weiter unten. Ich denke mal, dann wären wir höchstens 12., 13. Auch der Transfer von Ormström, den fand ich sehr, sehr gut. Ich freue mich sehr darauf, wenn er dann endlich spielt und komplett fit ist. Das könnte beispielsweise in Schalke der Fall sein. Wie gesagt, ich nehme das ja alles noch vor Schalke auf. Vielleicht könnte mich das spoilern, wie krass Ormström war, wenn er den gespielt hat. Auf jeden Fall soll er mit dabei sein. Darauf freue ich mich sehr. Ja, eure Meinung könnt ihr auch gerne wieder zu Cars in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr freuen. Hier sehen wir noch ein Video im Hintergrund dann gleich, wie er zum Beispiel seine Tore macht. Mit schnellen Wegen in den Laufraum. Das ist perfekt. Der Mann spielt unglaublich. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.